Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit dem neuen Topmodell aus der Serie Aerocharge von Hummel, der Fusion STZ. Was er kann, was er nicht kann, jetzt im Detail. Der Name, muss man sagen, ist hier tatsächlich auch Programm. Ja? Der Fusion, also für die Fusion aus Flexibilität und Stabilität, hat sich Hummel hier wirklich ein cleveres Konzept ausgedacht. Wir starten trotzdem mal mit der Frage, wie schwer ist dieser Schuh eigentlich? Wenn wir von einem flexiblen Schuh sprechen, sind wir hier in der UK 9 bei ungefähr 363 Gramm, plus minus ein paar Prozentpunkte, und haben damit ein relativ leichtes Gewicht für diese Größe. Die stabilen Modelle aus der Hummel-Kollektion sind da sicherlich 40, 50 Gramm schwerer. Was macht diese Fusion aus Stabilität und Stabilität aus? Wenn wir uns jetzt mal das Obermaterial anschauen, dann sieht man schon, okay, wir haben hier ein sehr, sehr leichtes, gestricktes Primeknit-Material, was auch als Booty-Konstruktion am Ende fungiert. Die Booty-Konstruktion setzt allerdings ungefähr so auf der Hälfte der Zunge hier oben an. Das heißt, ab hier ist das ein gestricktes Obermaterial sehr atmungsaktiv, sehr flexibel und könnte tatsächlich fast als Sneaker durchgehen. Und was allerdings jetzt für die Stabilität sorgt, ist ein innenliegendes Gummiband, was hier ungefähr über den Mittelfuß läuft, dass euren Fuß stabil im vorderen Bereich des Schuhs hält und vor allen Dingen dann über dieses flexible Mesh-Material oder gewebte Primeknit-Material eine relativ dominante Fersenkappe, die eure Ferse sehr stark fixiert im hinteren Bereich. Des Weiteren eine zweireihige Schnürung, die dafür sorgt, dass ihr den Schuh deutlich enger schnüren könnt, auch teilweise als andere Handballschuhe. Ihr könnt hier einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter noch weiter Richtung Fußsohle, damit den Fuß noch mehr fixieren im Schuh. Und das alles sorgt dafür, dass das Obermaterial auf der einen Seite sehr leicht, komfortabel und flexibel ist, allerdings durch Fersenkappe, Schnürung und durch das innenliegende Gummiband tatsächlich auch eine Menge Stabilität ausstrahlt. Und deswegen der Name Fusion sicherlich nicht ganz zu Unrecht. Im hinteren Bereich eine ordentliche EVA-Dämpfung, nichts Besonderes, aber sicherlich ausreichend, um die Stöße im Handball abzufangen. Aber auch hier eher flexibel, damit eher agil, das heißt damit eher weniger gedämpft und etwas direkter bei allen Richtungswechseln. Das Ganze spiegelt sich auch in der Sohle ein bisschen wider. Durch den Freiraum hier wird Gewicht eingespart. Es wird ein bisschen mehr Flexibilität auf den Vorderfuß gelegt. Das heißt, man sieht hier schon, das ist ein Schuh für Spielerinnen und Spieler, die viel auf dem Vorderfuß agieren. Ja, also gerade eher im Bereich der schnellen Seitwärts- und Vorwärtsbewegungen sicherlich ihre Stärken haben und weniger jetzt in der Stabilität auf den Mittelfußbereich und den Fersenbereich Wert gelegt wird. Trotzdem hier durch eine Mittelsohlenkonstruktion ist die Bewegung, die laterale Bewegung nach außen ganz gut abgefangen und auch durch eine etwas weit ausgestellte Außenkante, die relativ hart hier vorne wirkt. Das sind hier diese 5-6 cm an der Kante, tatsächlich auch in allen diagonalen Bewegungen nach vorne einen guten Grip und gute Stabilität bietet. Alles in allem eine sehr interessante Kombination. Tatsächlich ein gelungener Schuh von Hummel in dieser Preiskategorie im Top-Segment. Wir haben flexibles Obermaterial mit viel Komfort und trotzdem viel Stabilität durch Fersenkappe, Schnürung und durch das innenliegende Gummiband. Und damit tatsächlich für agile und schnelle Spielerinnen und Spieler durchaus zu empfehlen. Hier in Blau und Schwarz für die Herren, in Weiß für die Damen. Und von uns auf jeden Fall ein klares Lob für diesen Hummel Fusion. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, meldet euch auf WePlayHandball.de, ansonsten über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, YouTube und hier auf IGTV. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.